Heute zeige ich euch was ganz Besonderes. Ihr habt es euch gewünscht. Gedämpfte Brötchen, fluffig weich in 2 Varianten. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir fangen direkt mit dem Teig an. Ich habe hier Mehl in der Schüssel und gebe da jetzt meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzu. Wieso, weshalb, warum das viel gesünder, leckerer und besser ist, verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Und ein bisschen Milch darf bei dem Teig nicht fehlen, denn dadurch wird er natürlich noch mal ein bisschen weicher. Selbstverständlich habe ich wieder die doppelte Menge gemacht. Dann noch ein bisschen Süßungsmittel. Ich habe auf Honig zurückgegriffen. Selbstverständlich könnt ihr hier auch Sirup verwenden oder normalen Kristallzucker. Das genaue Rezept mit allen Angaben findet ihr wie immer unten unter diesem Video. Und auch noch weitere hilfreiche Informationen. So, noch ein bisschen Salz. Und hier ist noch ein bisschen Öl. Das macht es nochmal geschmeidiger. Auch das könntet ihr durch Butter ersetzen, wenn ihr das wollt. Ich gebe das Ganze jetzt in den Mixer und mache das hier jetzt einmal zu einem schönen Teig. Dadurch, dass ich Dinkelmehl verwendet habe, 5 bis 8 Minuten kneten. Nehmt ihr Weizenmehl, können das ruhig 10 bis 15 Minuten sein. Das Ganze decke ich jetzt mit meinem Bienenwachstuch ab und lasse es so lange bei Zimmertemperatur stehen, bis es sich verdoppelt hat. Das kann bei der selbst hergestellten Hefe so circa 12 bis 24 Stunden dauern, je nachdem wie neu sie ist. So, weiter geht's. Und weil ich heute wieder meinen Bambusdampfgarer verwende, bastel ich mir mal wieder hier ein bisschen was, und zwar habe ich hier Backpapier. Das falte ich einmal hier längs, schön ordentlich natürlich. Es ist tatsächlich nämlich so, wenn ihr so einen Bambusdampfgarer habt, dann gibt es entweder so Einlegebögen, also so aus Baumwolle meistens. Die habe ich bei mir nicht mit dabei, das heißt, ich packe da jetzt Backpapier dorthin. Wichtig, oftmals liest man online, man muss da noch Löcher oder irgendwas reinstechen. Totaler Quatsch. Macht euch da einfach ein bisschen Backpapier rein, damit euer, das, was ihr gerade dämpfen wollt, nicht an dem Gerät kleben bleibt, dass ihr es auch abbekommt oder es auch nicht durchrutscht. Das reicht perfekt, also wirklich. Hier nochmal eben durchschneiden, nicht die Fingerchen dazwischen kriegen immer, wenn möglich. Ich sage euch, also Messer und Emma, das klappt nicht immer. Das gleiche mit Hitze, funktioniert auch nicht. So, ich gebe die jetzt hier rein und es muss auch nicht alles perfekt zugedeckt sein, aber ich habe wirklich so die Erfahrung gemacht, so klappt es am besten. Hier ist der aufgegangene Teig. Also ich habe das, glaube ich, abends gemacht und dann am nächsten Morgen. Ist richtig schön geworden. Und da ich die doppelte Menge gemacht habe, halbiere ich den erst einmal. So, zack, weg damit. Und der lässt sich so hier schon mal ganz gut formen. Klebt aber tatsächlich noch so ein bisschen. Was machen wir denn da? Ja, entweder Mehl oder Öl, ne? So wie immer. Ich schneide ihn mir jetzt aber auch erst einmal. Also noch geht es. Da müsst ihr gucken, wenn es zu klebrig ist, packt ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche oder ein bisschen Öl. Ich zerteile ihn mir jetzt hier schon mal so ein bisschen. Erst einmal 4 Stückchen. Und dann kommt es immer darauf an, was ihr haben wollt. Sollen die Brötchen größer oder kleiner werden? Und das ist ein perfekter Teig, wenn ihr irgendeinen schönen Eintopf esst. Jetzt hier gerade zu dieser schönen herbstlichen Zeit eine tolle Kürbissuppe oder vielleicht auch einen Erbseneintopf. Und dann sind diese Brötchen wirklich perfekt, weil die nochmal so ganz fluffig sind. Und dann könnt ihr das so eintunken. Das ist einfach köstlich. Also nicht nur für die Asiaten. So, es klebt tatsächlich ein bisschen und daher fette ich jetzt meine Finger ein bisschen mit Öl ein, schleife die Brötchen auf der Arbeitsfläche rund. So, das sieht gut aus. Und dann kommen die auch gleich schon direkt in den Dampfgarer. Oder immer, lasst euch mal überraschen, was ich heute mit euch vorhabe. So, ja, die kommen tatsächlich jetzt erst einmal hier rein. Ganz vorsichtig, liebevoll hindrapiert. So. Und die könnt ihr dann wirklich nochmal aufgehen lassen. Vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde bei Zimmertemperatur.
dann kriegen die oben auf der Oberfläche, wird das dann auch nochmal fester. Das hat dann nochmal so eine ganz tolle Struktur, wie ich finde. Und ich merke gerade, mir geht der Platz ein bisschen aus, um wirklich alle reinzubekommen, alle 8 Stück. Also muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen gucken. Soll ja auch schick aussehen für euch, ne? Ich habe noch ganz viele Wünsche von euch auf meiner Liste und bin gerade dabei, die stückchenweise hier abzuarbeiten und hoffe immer, dass euch die Videos gefallen. Wenn ihr da noch mal Wünsche und Anregungen habt, lasst es mich gerne wissen. So, und ich drapiere hier jetzt das letzte Brötchen noch mal eben hinein. Stelle es zur Seite und lasse es so circa 30 bis 60 Minuten stehen. Wenn dir das Video gefällt, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann bist du immer auf dem neuesten Stand, sobald ein neues Video kommt. Willst du mehr sofortige Antworten auf deine Fragen und nochmal Informationen im Hintergrund und. Also es gibt wirklich ganz viele Vorteile für dich. Werde Mitglied, alles weitere, was du wissen musst, findest du unter diesem Video. Kommen wir jetzt einmal zu den gefüllten Brötchen und da muss ich kurz was sagen. Die Schleckermäulchen unter euch, die das sehr süß haben möchten, die sollten in den Teig noch ein bisschen Zucker geben. Denn diese Brötchen, gefüllt mit leckerer Schokolade, wie ich das jetzt hier gerade mache, sind lecker und schokoladig, aber nicht extrem süß. Das finde ich ganz gut und auch für meine Familie. Das müsst ihr aber selber entscheiden. Wie gesagt, ihr könnt euch das ein bisschen süßer machen. Alternativ zu Schokostückchen könnt ihr natürlich auch Pudding, Kompott, Marmelade, alles Mögliche hineinfüllen. Knipst es dann ordentlich zu und falls nochmal Löcher sind, die auch eben zumachen, weil ansonsten quillt euch das beim Dampfen nochmal raus. So, hier könnt ihr es sehen. Verschließen und wenn eure Hände zu trocken werden, nochmal kurz nachölen. Ich hatte da noch was auf der Arbeitsfläche. Und dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Also ihr seht, total einfach zu machen. Macht es unbedingt nach und ich bin schon sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Schreibt es mir in den Kommentaren. Schreibt auch bitte noch andere an. Also teilt das Video und zeigt, wie toll und einfach man das machen kann. So, ich wechsle das jetzt hier. Die mit Schokolade kommen nach unten, die ohne nach oben, Deckel drauf. Das Wasser kocht schon. Ich gebe das drauf, so circa 30 Minuten. Guckt aber noch mal danach. Zur Not nehmt ein Brötchen raus und guckt, ob das schon fertig ist. Und schaut euch das Ergebnis an. Ich finde, die sind so schön geworden. Also ein ganz toller Anblick. Ich zeige euch gleich noch mal das Innenleben. Hier von den Schokoladenstückchen hier. Rechts hat schon jemand genascht, da liegt noch so ein Stück. Also ganz heiß sind die und die Schokolade ist noch geschmolzen. Ganz fantastisch, luftig, leicht, fluffig. Echt ein Genuss, kann ich euch sagen. Hier nochmal die ohne und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Habt einen guten Appetit, lasst es euch schmecken. Eure Emma.